Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Wir sind's, Pitet Studio TV. Mein Name ist Björn. Mein Name ist Jenny. Achso, ja genau, wir müssen hier reinsprechen. Und wir haben heute was zu sagen. Haben wir wirklich was zu sagen? Weiß ich gar nicht. Ja, wir sind Neue quasi Session, neues Glück. genau in der Vorbereitung. Also erstmal könnten wir zum Beispiel sagen, wir hoffen, ihr startet gut ins neue Jahr. Denn 2025 wird bestimmt sehr spannend. Also für uns jedenfalls. Für uns auf jeden Fall und für euch hoffentlich ein bisschen auch. Denn wir sind jetzt quasi im Endspurt. Jetzt kann man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, also genau jetzt, wo ihr euch das anguckt, ist diese Aufzeichnung ja schon vorbei. Und deswegen erzählen wir euch jetzt ein bisschen, was wir machen gerade, um unser Announcement vorzubereiten, dessen Dinge, die wir euch jetzt erklären, hoffentlich schon da sind, wenn ihr euch das jetzt gerade anschaut. Das ist so ins Blaue jetzt, ja? Ein bisschen, genau. Also das heißt, das Announcement steht uns noch bevor, auch jetzt, wo ihr schaut. Gott sei Dank. Aber es ist eine Menge zu tun auf dem Wege dahin. Und davon möchten wir euch heute ein bisschen erzählen. Zum Beispiel. Boah, ja. Genau. Haben wir gerade noch drüber gesprochen. Trailer, Ja, ne? Oh, genau. Scheiße. Also, das eine, was wir machen müssen, zum Beispiel, ist ein Trailer. Und wir haben ganz viel gelesen und ganz viel geschaut. Ja. Und es gibt ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Was soll es denn für ein Trailer werden? Und die Überlegung, die wir uns gemacht haben, ist erstens, von der Beliebtheit her, ist ein Trailer, in dem man schon viel vom Spiel sieht, sehr hoch im Kurs. Und zweitens, ein CGI-Trailer, der überhaupt gar nichts mit dem Spiel zu tun hat, ist gleichzeitig auch unglaublich teuer. Und aus diesen beiden Gründen gehen wir quasi schon in die Vollen und nehmen gleich Dinge, die wir uns schon erarbeitet haben, als Material für den Trailer und basteln dran. Für mehr hätten wir auch gar kein Geld, wenn man mal ehrlich ist. Ja, und Zeit wahrscheinlich auch nicht mehr. Zeit auch nicht, jetzt nicht mehr. Nee, aber das haben wir gar nicht geplant gehabt, irgendwie CGI zu machen oder irgendwas, ne? Genau, ja. Kann man ja heute alles irgendwie über AI machen und so weiter, aber nee. Also es muss schon was mit dem Spiel zu tun haben, ne? Also es muss schon das Spiel sein und da mussten wir halt jetzt, oder müssen wir noch, weil wir sind ja noch nicht fertig, ne? Richtig. Haben jetzt schon Bildmaterial gesammelt, ein bisschen was, aber ich werde jetzt bis zum Ende des Jahres werde ich noch mehr sammeln müssen, damit man da einen Gameplay-Trailer draus machen kann. Und dann wird's spannend. Genau, Ne? ja. Also dieser Trailer, der soll möglichst dann irgendwie auf allen möglichen Plattformen gespielt werden können. Der soll im besten Falle auch auf so einer Plattform wie Steam dann laufen oder auf Epic und die sollen, also die sind ja sowieso immer so irgendwie, keine Ahnung, ihr setzt euch hin, toggelt irgendwie die Spiele durch, die euch interessieren und im besten Falle bleibt man dann an so einem Spielmaterial hängen und das ist gar nicht so einfach, ist eine Menge Arbeit und da müssen wir ganz gut raten, sage ich jetzt mal. Ja. Was da was cool wäre, ne? Ja, genau. Gut, dass wir einen Trailer machen jetzt, ne? Setzt voraus, dass wir überhaupt Material haben. Richtig. Womit wir das tun. Was haben wir denn? Das ist auch nochmal so eine richtig spannende Geschichte gewesen, vor allen Dingen für uns. Ja. Hat uns ganz schön unter Stress gesetzt, denn wir haben bis vor kurzem noch an einem Prototypen gearbeitet und versucht, eine Demo zu bauen. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. Das hast du schön formuliert, ja. Ja, aber Björn hat's hingekriegt, der hat nämlich eine Echse gebaut, die völlig losgelöst von allem anderen auf irgendeinem PC spielt. Also muss ich das so vorstellen, ne, für jemanden, der das sich nicht mit auskennt, wer nicht mit der Unreal oder mit einer anderen Engine rumwurschtelt oder so, das, was man in so einem Editor zusammenklickt, das sieht immer toll aus. Ist aber ein Datenpaket von 40 Gigabyte oder so ein Zeug oder 20 oder was auch immer, wie gut, irgendwie sowas, ne? Zig Gigabytes. So, und dann sind auch viele Sachen dabei, die braucht man eigentlich gar nicht. Und die sind auch nicht vernünftig gepackt. Das heißt, im Editor, man kann das auch spielen im Editor, das Ding, ja, das bietet das an. Aber dann sieht man überall in den Schatten, da steht da Preview oder das Ding ruckelt, ne, weil halt noch viele Debug-Sachen drin sind, also irgendwelche Entwicklerzeugs, so Meldungen, die der dann sagt, ich habe aber gerade hier keine Textur oder sowas, ja.
in Bild und Ton kriegt man das dann da irgendwie mitgeteilt und das kostet Rechenzeit. Will man aber nachher beim Endergebnis gar nicht haben. Ne? Also muss man sowas wie ein Shipping-Bild bauen. Ne? Man muss ein kleines Ding bauen, was jetzt mittlerweile, ich glaube, 4 GB groß ist, 5 GB oder irgendwie sowas. Ja, nicht ganz 5. Ja, so, ne? Was wir jetzt zusammengebraten haben. Ne? Und dann musst du der Engine sagen, irgendwie, so, guck mir das mal. Also koch's mir. Und dann versucht er, alles, was auf der Platte ist, oder das, was du ihm sagst, was er tun soll, das muss man dann noch erstmal alles rausfinden, was der da zusammenbraten soll, kochen soll. Und da gibt es dann 1000 Fehler. So, ne? Es wird empfohlen, das immer regelmäßig zu machen. Mhm. Dass, wenn ein Fehler auftritt, dass man den dann sofort behebt, dass man da nicht wochenlang dran sitzt, bis man die ganzen Fehler wieder weggemacht hat. Ja, ein Learning. Ja, das wusste ich ja. Mhm. Ich wusste es ja, aber ich habe mir gedacht, ja gut, aber ist auch später vielleicht noch Zeit. Dann habe ich Daten erzeugt und dann habe ich Zeugs gemacht. Irgendwann fliegt dir das Ding um die Ohren. Es gibt unheimlich viel Zeug, was man so in dem Stores bekommt. Ne? Das heißt mittlerweile, glaube ich, ne? Aus Rider wird Twix, sonst ändert sich nix. Jetzt heißt der Store von Epic, heißt jetzt Fab. Genau. Und da kann man sich ja irgendwelche Datenpakete runterladen. Die packen dir das in die Unreal Engine oder packst dir in die Unreal Engine. Und dann sind aber auch schon Blueprints dabei und irgendwie noch ein weiterer Charakter dabei, dann noch ein Stück Level dabei und noch dabei. Eine Demo dabei. Die kein Mensch braucht. Ja. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Und genau das sind die Sachen, die dir nachher um die Ohren fliegen, wenn du das Ding zusammenkochen willst. Weil dann sagt ihr, was ist das denn? Das hat doch mit deinem Spiel überhaupt nichts zu tun. Genau. Ja, dann kann man das ja irgendwie exkluden und dann kann man dem Ordner sagen, du nicht, du draußen und so. Aber da muss man sich drum kümmern. So, ja, ist nicht trivial. So, passieren halt ein paar Sachen. Muss man erstmal lernen, das ist das Learning, dass man das also überhaupt machen muss. Wusste ich vorher nicht, was man da machen muss. Dass man es machen muss, wusste ich. Ich wusste auch, was das für ein Scheiß ist. Aber, naja, ich habe es dann, ich glaube 4 Wochen habe ich dran rumgebraten. Mhm. Ich habe nicht nur 4 Wochen dran gesessen, das Ding zum Laufen zu bringen. Weil sonst bist du wahnsinnig. Also ich würde sagen, so 2 Tage die Woche habe ich da dran gesessen. Mhm. Hatte noch Zeit bis Ende des Jahres. Die habe ich mir dann auch gegeben. Und ich habe gesehen, dass immer mehr Crashes rausgehen. Das heißt also, die Fehlermeldung. Die Fehlermeldungsstruktur, die hat sich geändert und das ist gut. Das heißt, dann geht's voran. Dann weiß man, okay, irgendwie, da ändert sich was, da muss was, ne? Und wenn einmal irgendwas kommt, dann kommt auch noch ein Folgefehler und so. Und das heißt, man muss irgendwo vorne anfangen. Wo, an welcher Stelle ist er denn jetzt abgerüsselt, ne? Abgemört und muss das erledigen, muss irgendwie rausfinden, warum. Und dann gibt es auch ein paar Sachen, wenn man nie mit der Unreal Engine gearbeitet hat und man kopiert lustig irgendwelche Skripte hin und her und dann gibt es halt irgendwelche Sachen, die dann macht und ne, und dann steht dann da auch irgendwie so ein kleines Wörtchen so, wollen Sie das wirklich hierhin kopieren? Ne? Das ändert das Setup und dann kriegen Sie vielleicht Probleme beim Cooking nachher. So steht dann manchmal bei der Unreal Engine so, wenn du so Daten hin und her so, dann denkst du so, ach ja, klick. Nicht machen. Schlechte Idee. Weil, hör auf das, was das Ding sagt. Weil nämlich nachher fliegt dir das um die Ohren und du hast vergessen, dass du das weggeklickt hast. Welche Datei war denn das jetzt? Ja? Klar, man debuggt das dann und dann findet man das auch. Ist möglich alles, ne? Nur, es ist halt scheiße viel, ne? Wenn man vor allem viel will, so wie wir, ne? Wir wollen ein größeres Spiel machen. Und das heißt größeres Spiel, also ist schon umfangreich. So, ne? Nicht nur irgendwie ein einfaches, so ein paar Dinger, sondern schon viel Daten, viel Gameplay und ne, Kampfsystem, Dialogsystem, Püppchen, die rumrennen, Kampf, Monster, was weiß ich alle, ne? Und Items. Das dauert ein bisschen. Genau. Ja. Yeah. Das war auch in so Etappen, ne? Also ja. Du hattest irgendwie am Anfang irgendwie ganz viele Fehler irgendwie und dann machst du raus, dann sind es nur noch 10, dann sind es nur noch 3. Ja. Und dann am Ende war es nur noch einer. War nur noch einer, ja. Und den konnte ich tatsächlich dann auch im Internet einfach bei Google rein, was voll Weltkontext, Bullshit, reingegeben so. Dann habe ich dann in irgendeinem Forum gelesen, okay, das ist der Fehler. Mhm. Und dann war ich frisch, dann lief das Ding durch. Boah. Das war ein Tag.
Das war richtig gut. Ja. Ne? Das war so ein kleiner Feiertag für uns, Ja. dass wir die erste Echse gebaut hatten, die tatsächlich Ja. auch ohne Probleme durchkompiliert Ja. hatte und man jetzt quasi unsere Demo einfach extern spielen könnte. Ja. Wir wollen damit natürlich auf die erste Messe gehen, irgendwann 2025. Welche die erste ist, weiß ich noch gar nicht so genau. Aber wir werden einige Messen ansteuern und euch dann mal einfach über die Schulter gucken, um zu schauen, was funktioniert denn schon gut und was funktioniert noch nicht so gut. Und das funktioniert immer am besten, wenn man irgendwie so eine Situation hat, wo man mit den Leuten zusammen einfach daran gucken kann. Und das ist das Erste, was wir damit machen werden. Ja. Aber natürlich, Announcement haben wir gesagt, benutzen wir natürlich diesen Prototypen auch erst einmal, um Material zu erzeugen. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, wir machen einen Trailer. Das braucht bewegtes Material. Wir brauchen aber natürlich auch sowas wie Screenshots, die wir quasi mit veröffentlichen. Also quasi die ersten Screenshots, die man tatsächlich vom Spiel dann zu sehen bekommt, von dieser Demo. Und die sollen natürlich dann auch irgendwie schon ein bisschen so aussehen, dass man denkt, so, ich kann mir jetzt genau vorstellen, was es denn am Ende dann auch wird. Die sollen repräsentabel sein. Die sollen möglichst einen Umfang von dem geben, was denn tatsächlich auch im Spiel ist. Sie sollen nicht zu viel sein, nicht zu wenig. Schöner, bunter Blumenstrauß, sagen wir immer. Und die machen wir im Grunde genommen jetzt auch gerade. Was denn noch alle? Darüber hinaus brauchen wir fürs Announcement eine Webseite, die machen wir gerade. Auch die Materialien erstellen wir gerade. Da müssen Texte geschrieben werden. Da müssen, also wir haben ja schon eine Webseite und die wird dann quasi umgebaut. Das heißt, die Webseite, die ihr sowieso schon ansteuern könnt, die wird dann aufbereitet. Daran sitzen wir und wir wollen natürlich auch in die Stores. Das heißt, mit dem Announcement soll das Spiel dann mindestens eigentlich auf Steam und Epic mit online gehen. Auch GOG haben wir uns angeguckt, da ist der Anmeldeprozess allerdings längerer, da muss man sich irgendwie, keine Ahnung, bewerben und Steam ist auch schon sehr komplex. Also diese Stores, das ist nicht mal eben irgendwie, ja, ich pack da so ein paar Bildchen rein und dann, juhu, da bin ich. Mal eben ist nie was. Sondern das ist wirklich richtig aufwendig, auf Steam so eine Seite vernünftig aufzubereiten. Alleine, was die an Formaten haben wollen, von unterschiedlichen Materialien und Bannern und Trennern und mobile-kompatibel und was nicht alle, was man da aufbereiten muss. Dann die Texte natürlich entsprechend dann schon mal rein. Und das ist alles sehr viel Arbeit, die wir quasi jetzt leisten nebenbei. Und darum wissen wir zum Beispiel jetzt während der Aufnahme auch noch nicht, vielleicht wisst ihr es ja jetzt, während ihr zuguckt, wann, an welchem Tag das Announcement stattfinden wird. Wir haben immer gesagt, wir hoffen, es wird nicht März und werden den Tag natürlich auch entsprechend ankündigen oder haben es schon getan. Denn das ist total schwierig, wenn man diese ganzen Sachen, die wir vorher ja ausgelagert hatten, das hat vorher ein Publisher übernommen und jetzt machen wir diese Sachen alle selber, dass man gar nicht so richtig weiß, wie lange dauert es denn noch und kriegen wir alles auch wirklich rechtzeitig zusammen und es ist nichts blöder, als einen Tag anzukündigen, den man da nicht halten kann. Deswegen sammeln wir erstmal schön fein unsere ganzen Daten, bevor wir das Announcement am Tag festlegen. Sehr aufregend. Ja, und dann lassen wir das Ding auch zwischenzeitlich mal Test spielen. Unbedingt. Und dann kommen dann Sachen zutage, wo man denkt, boah, da muss man es dann du vielleicht mal Scheiße. ändern. Also, Ja, das stimmt. Das haben wir jetzt auch gerade schon mal wieder gemacht. ja, Und Sachen, die wir gar nicht mehr irgendwie so spielen würden, spielen andere dann aber. ja. Und dann sieht man, Wieso kann der denn jetzt durch die Wände gucken? So, Ja. tja, da kommt dann mit dem Korb durch die Wand und da hängt die Kamera dran, so. Ja, aber wieso? Hat er doch vorher nicht. Ich habe ich schon größer gemacht. Warum guckt der denn jetzt schon wieder? Ja, aber du hast jetzt Crouchen eingebaut. Der kann jetzt hinhocken und glotzt durch die Wand. Och nee. Dann musst du das noch größer machen oder anpassen und so. Oh, vorwärts, rückwärts. Fürchterlich. Genau. Schrecklicher Prozess. Aber irgendwann geht man da hoffentlich dann auch nicht mehr dran. So, ne? Ja. Wenn es einmal funktioniert. Ja. Das ist natürlich auch so, es ist auch so typisch frommer Wunsch des Entwicklerdaseins, ne? Da geht man bestimmt nie wieder dran. Ja. Geht auch bestimmt nie wieder kaputt. Oh. Aber naja, gut. Jetzt läuft es gerade gar nicht schlecht. Ja. Und wir sind deswegen guter Dinge, dass das alles so funktionieren kann, wie Yep. wir uns das vorgestellt haben. Genau.
drückt uns weiterhin die Däumchen. Es dauert nicht mehr lange. Es ist sozusagen Endspurt. Gut. Hat mir jetzt ein bisschen Angst gemacht. Ja. Wolltest du noch eine Community-Frage hinterher ballern? Es ist wirklich aufregend. Es ist auch total gruselig. Ihr ahnt gar nicht, irgendwie, wenn man so lange an sowas gearbeitet hat und dann für so viele Sachen verantwortlich ist, wie viel Schiss das eigentlich macht, Ja. wenn man dann damit an die Öffentlichkeit geht und das dann irgendwie völlig die Kontrolle darüber verliert. Das ist richtig gruselig. Ja. Ja, okay. Also, genau. Also eine Community-Frage ist herausgesucht, die so ein bisschen zum Thema passt, nämlich die Frage, wird es eine Controller-Unterstützung in eurem Spiel geben? Ja. Ich habe hier so ein paar Dinger rumliegen. Und das ist auch eine Sache, die mich ein bisschen wahnsinnig gemacht hat. Das ist jetzt ein No-Name-Gerät, ne? Ist aber im Grunde genommen Xbox-Controller-artiges Genau. Wir haben unterschiedliche hier Gamepad-Controller. liegen. Ja. Und Das geht. genau, das wäre, also allein schon für die Messeauftritte ist das natürlich schon echt brauchbar, wenn du da jemandem einen Controller in die Hand drücken kannst. Also gar nicht erst zum Release hin, sondern auch schon relativ früh während der Entwicklung, damit man einfach beides pflegt und auch am Ende hoffentlich beides dann vernünftig funktioniert. Und es ist natürlich auch eine Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Konsolenportierungen geben kann, dass sowas funktioniert. Darum bauen wir es jetzt gleich schon mit ein. Also, dass man nachher, wenn man das Ding präsentiert, die Wahl hat, nimmt man das eine oder das andere. genau. Dass man es auch während man spielt dann mal wechseln kann oder so. Also das ist schon eine Grundvoraussetzung. Ist mittlerweile modern, muss man einbauen. Genau. Braucht ein Spiel. Und das funktioniert eigentlich auch schon. Ne? Ja. Es hat noch so ein paar Fehlerchen, aber eigentlich ist das schon jetzt in der Demo vorhanden. Ja. Mhm. Gut, dann bis hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Peter Studio TV. Vielen lieben Dank. Bis dann. Bis dann. Jetzt haben wir ordentlich auf die Kacke gehauen, ne, oder? Hoffentlich klappt das. Ja. alles.